diesem Video bauen wir einen coolen Fahrradständer, der nicht nur viel Platz spart, sondern auch noch easy zu bauen ist. Nach dem Intro geht's los. Die Idee zum Fahrradständer kam von meinen Eltern. Die sind gerade dabei, ein neues Gartenhäuschen zu bauen und da möchten sie dann diese Fahrradständer an der Wand montieren. Für mich trifft sich das ganz gut. Dann kann ich nämlich mal wieder ein paar Reste Multiplex verwenden. Wir legen gleich los und schneiden uns alle Teile zu, die wir für den Fahrradständer brauchen. Los geht's! Und das sind eigentlich bereits alle Teile, die wir für den Fahrradständer brauchen. Zum Verständnis, das hier ist die Grundplatte, die an die Wand montiert wird. Darauf kommen dann diese Platten, wo man das Rad einklemmen kann. Zusätzlich wird es noch diese langen Leisten geben, die dann hier angebracht werden, wo hinten das Rad zusätzlich abgestützt wird. Da sehe ich gerade, da fehlt noch ein Teil, das machen wir gleich noch. Und dann geht es bereits ans Zusammenschrauben und wir sind schon fertig. Los geht's!
vorhin erwähnt, kommt dieser Fahrradständer später ins Gartenhäuschen meiner Eltern. Das Problem ist, das Gartenhäuschen, das gibt es noch nicht. Das wird erst in etwa 2 Wochen angeliefert, muss dann aufgebaut werden und erst dann können Sie dann diese Fahrradständer an der Wand montieren. Damit ich jetzt rausfinde, wo dieses Klötzchen für das Rad hinten hinkommt, habe ich mir etwas abenteuerlich den Fahrradständer hier an der Werkbank montiert, habe mein Fahrrad geholt und wir schauen jetzt mal, wo dieses Klötzchen genau hinkommt. So, ich habe das mal hier reingestellt. Das Problem ist ein bisschen, dass die Fahrräder meiner Eltern ziemlich fette Reifen haben, 70 mm. Das hat mein Elektrobike hier natürlich nicht, aber es geht ja vor allem um den Raddurchmesser und der sollte ja etwa gleich bleiben. Ich unterlege jetzt hier noch ein Holz, weil das ein bisschen in der Luft schweben soll, das Fahrrad. Ja, jetzt fällt es mir dann gleich runter. Ich habe einfach überhaupt keinen Platz hier in der Werkstatt. Das ist echt schwierig gerade. Ja. Gut, das hätten wir. Und damit wäre auch dieses Projekt wieder abgeschlossen. Coole Fahrradständer aus Multiplex, die einfach nachzubauen sind und auch ordentlich Platz sparen. Ich kann das jetzt hier drin relativ schlecht demonstrieren, wie das dann ausschaut, wenn es an der Wand montiert ist. Die Sache mit der Werkbank vorhin war wirklich nur so eine Behelfslösung, um hier den Abstand zum Klötzchen zu ermitteln. Aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, das Ding wird an der Wand montiert, hier mit den Löchern, die ich gemacht habe. Wenn man dann das Fahrrad einstellen will, dann klappt man das hier runter. Hier kann man den Reifen einklemmen und hinten wird das Rad durch dieses Klötzchen zusätzlich gesichert, dass das Fahrrad nicht wieder hinten rausrutscht. Und wenn man unterwegs ist, einfach das Ding wieder hochgeklappt. Ich finde es eine coole Sache, hat Spaß gemacht, das zu bauen. Wenn euch solche Projekte gefallen, dann überlegt euch, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, was Nettes in die Kommentare schreibt und vielleicht auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut. Da werde ich sicher, wenn das Gartenhäuschen dann steht, auch noch ein kleines Video oder ein paar Fotos machen, wie die Dinger dann an Ort und Stelle installiert sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.